Das ist mein erster Marathon und der erste Halbmarathon oder der Marathon ist sehr, sehr besonders. Ich bin richtig glücklich und super aufgeregt. Der erste Schock war schon da. Tag X. Im Großen und Ganzen hatte ich sehr viel Spaß und ich hatte am Ende immer noch Kräfte weiterzulaufen. Zwei Tage bis zu meinem ersten Marathon. Ich bin so aufgeregt, aber die Vorfreude ist groß. Wir fahren gleich zur Messe und holen meine Startnummer ab. Leute, ich bin so aufgeregt, aber so richtig hyped. Ich habe Bock. Ich freue mich drauf, bin sehr gespannt, wie ich laufe und wie alles läuft. Aber jetzt erstmal brauche ich meine Startnummer und ich möchte dann noch ein bisschen bummeln in der Messe. Da gibt es sehr viele coole Aussteller, also so Sportsachen und Sport, Fitness, Ernährung. Vielleicht sehe ich da auch jemanden, den ich kenne. Und ja, let's go! Wir sind gerade bei der Messe angekommen und gehen jetzt rein, meine Startunterlagen holen. Let's go! Wir sind jetzt in der Messe drin und gehen direkt zur Startnummernausgabe. Der erste Schock war schon da. Ich wurde nach meinem Startpass gefragt. Und ich hatte keinen Startpass. Also ich hatte die Anmeldebestätigung, aber ich wusste nicht, wo ich den Startpass finde. Zum Glück habe ich das bei den E-Mails gefunden. Und du durftest mit? Ich durfte mit. Sehr gut. Also man bekommt bei einer Marathon-Anmeldung ganz viele E-Mails. Und diese E-Mails soll man sehr aufmerksam lesen, weil da ganz häufig sehr wichtige Informationen drinstehen, wie zum Beispiel der Startpass. Okay, wir müssen zu 2000. Ich bin so aufgeregt, Leute. So cool. Aha, hier bekommt man einen Startbeutel, einen Kleiderbeutel. Einzel, bitteschön hier bei der Kollegin. Hallo. Okay, thank you so much. Okay, ich bin ausgestattet. Es kann losgehen. Man kann hier auch ein bisschen shoppen. Es gibt nicht so viele, aber einige Aussteller, Sportsachen, also Sportkleidung, Fitnessernährung. Ja, ich überlege, ob ich mir ein Stirnband kaufe. Aber grundsätzlich hätte ich, glaube ich, gerne noch Handschuhe und so Stirnlicht für später, wenn ich dann vielleicht früh morgens jogge oder so. Tobias hat mich gefunden. Leute, ich habe mein nächstes Weihnachtsgeschenk gefunden. Schaut mal, hier gibt es ein Medaillenboard. So cool, kostet 30 € und man kann da das an die Wand hängen und dann sind alle Medaillen richtig schön sortiert. Oh, ukrainische Flagge. Das ist ja süß. So, wir haben jetzt alles abgeholt und fahren nach Hause. Ich bin richtig glücklich und super aufgeregt. Ich glaube, das wird mega cool sein und es wird bestimmt ganz viel Spaß bringen. Gleich kann ich zu Hause meinen Beutel auspacken und mit euch zusammen anschauen, was da drin ist. Ich bin zu Hause und packe gleich mit euch zusammen meinen Kleiderbeutel aus. Also wenn du noch nie ein Race gelaufen bist, also
einen Triathlon oder Marathon gelaufen bist, weißt du das vielleicht nicht. Man bekommt bei Wettkämpfen normalerweise einen Beutel oder mehrere Beutel, wie zum Beispiel bei meinem Triathlon, damit man da seine ganzen Sachen, die man vor dem Race, also vor dem Rennen und nach dem Rennen braucht, reinlegen kann und das wird dann sicher verstaut und das kann man danach abholen. Also beim Frankfurt Halbmarathon hatte ich keinen Kleiderbeutel, ich weiß nicht warum, aber beim Triathlon hatte ich einen. So, lass uns mal schauen, was da drin ist. Ah ja, ich habe mir ein Stirnband gekauft. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das beim Lauf trage. Das erste ist ein Werbeheft. Genau, dann habe ich mir Handschuhe gekauft zum Laufen also im Winter. Was ist hier noch drin? Ein Schwamm, der Schwamm. Wenn jemand weiß, wofür hier ein Schwamm ist, schreibt gerne in die Kommentare. Dann wieder ganz viel Werbung. Wollen Sie, dass ich ein Auto kaufe? So, Werbung, Werbung, Werbung. Sehr cool. Dann habe ich eine Fußcreme bekommen. Regelmäßig auf Beine und Füße auftragen und sanft einmassieren. Das ist schön. Ein Duschgel. Ganz gut, das kann ich in meine Sporttasche reinlegen. Dann habe ich das immer beim Duschen. Melatonin, das ist mega. Also vor meinen Rennen versuche ich immer, so 1 Tag oder 2 Tage davor, Melatonin zu nehmen, damit ich noch besser schlafen kann. Ich bin dann immer so aufgeregt und kann normalerweise nicht schlafen, aber wenn ich Melatonin nehme, dann ist mein Schlaf meistens schon ziemlich gut. Okay, dann ist hier noch ein Heft, Eventmagazin, also wieder ein Werbeheft mit ganz vielen Bildern. Leute, ich bin so aufgeregt. Also wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich schon gelaufen, dann bin ich schon durch. Ich hoffe, dass alles richtig gut war und dass ich ganz viel Spaß hatte. Das Wetter ist in den letzten Tagen so schlecht in Frankfurt. Ich mache mir richtig Gedanken, dass es regnet oder zu windig ist. Aber ich werde natürlich versuchen, das Beste daraus zu machen und diesen Lauf zu genießen. Das ist mein erster Marathon und der erste Halbmarathon oder der Marathon ist sehr, sehr besonders. Also ich möchte diese Erfahrung wirklich erleben und zu 100% wahrnehmen. Das ist ganz wichtig. Ich will nicht gedanklich irgendwo anders sein. Ich will da an dem Tag vor Ort sein und so viel wie möglich aufnehmen und wirklich meinen ersten Marathon wahrnehmen und genießen und ganz viel Spaß haben. Ich hoffe, dass ich auch einige von euch sehe. Dann ist hier noch eine kleine Karte mit der Strecke. Das war's schon. Bei Instagram habe ich meine Startnummer schon geteilt. Also ich hoffe, dass einige von euch auch zur Strecke kommen und mich anfeuern, also mich unterstützen. Ansonsten sehen wir uns dann an dem Renntag. Ich bin sehr aufgeregt. Schreibe jetzt unbedingt in die Kommentare, ob du auch läufst und ob du dabei warst, ob du mich gesehen hast. Ich bin sehr gespannt, wie viele von euch in Frankfurt leben und wie viele Läufer wir hier in unserer Deutsch-Lern-Community haben. Okay Leute, ich mache jetzt Schluss. Heute mache ich gar nichts mehr. Ich entspanne mich. Wir essen gleich zu Abend. Und dann werden die Füße hochgelegt. Wir sehen uns am Sonntag beim Start. Tag X. Okay, wir fahren jetzt zur Strecke. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wir fahren zur Strecke. Das habe ich gerade schon im Aufzug gesagt. Die Sonne scheint. Oh, ich bin so glücklich. Ich hoffe, es bleibt auch so. Blauer Himmel, Sonnenschein. Also, es sollte nicht regnen. Das ist die Hauptsache. Es wird wahrscheinlich ein bisschen windiger als jetzt, aber das ist nicht schlimm. Ich habe mir sehr viele Sorgen darüber gemacht, dass es heute regnen wird. Und ja, das Wetter scheint bisher sehr schön zu sein. Ich habe erstmal überlegt, mit meinem Fahrrad zu fahren. Und dann hat mich mein Mann darauf hingewiesen,
dass ich vielleicht nicht mit dem Fahrrad zurückfahren will. Und das stimmt. Nach 40 Kilometern Laufen will ich nicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Deshalb hole ich mir gleich einen Scooter und wir fahren zur Messe. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal an der Ziellinie. Nicht Ziellinie, an der Stadtlinie. Tell me, baby, what you waiting for? You're my world, that's you and me. And if only you would let me in. Drive me crazy, you got me. An dieser Stelle bin ich bereits 32 Kilometer gelaufen. Mein Körper tat so weh. Ich merke jede Bewegung und trotzdem weiß ich, ich muss jetzt einfach weiterlaufen, Schritt für Schritt. Im Marathon gibt es diesen Moment, wo du denkst, ich kann nicht mehr. Aber genau dann passiert etwas Magisches. Du läufst trotzdem weiter, du entdeckst neue Kraft, nicht im Körper, sondern im Kopf. Und genau so ist es beim Deutschlernen. Du brauchst ein persönliches Warum. Nicht ein Ziel von außen, sondern eins von innen. Warum lernst du Deutsch? Willst du frei sprechen? Willst du einen neuen Job? Willst du eine Karriere? Willst du deine Familie verstehen? Was treibt dich an, wenn du müde bist, wenn du keine Lust hast, wenn du denkst, ich komme nie an? Was ist dein Warum? Ich bin beim Marathon weitergelaufen, weil ich mein Warum kannte. Und du, was ist dein Warum? Weißt du das? 10 Kilometer. Keine mehr. Keine. Ich habe Mariella gesehen. Ja? Ja. Sehr gut. Oh. Wie fühlst du dich? Ja, sehr gut. Ich habe noch versucht. Let's go. Vollgas. Let's go! Hallo Leute! Eine Woche, also 5 Tage nach meinem ersten Marathon. Jetzt kann ich mich auch in Ruhe melden. Wir sind im Auto. Sag hallo. Hi. Wir machen einen kleinen Spa-Wochenendtrip. Und ja, ich nehme euch nicht mit. Also ich möchte dieses Wochenende entspannen. Aber ich wollte euch ein kleines Update geben, wie es mir geht, wie der Marathon war und so weiter. Das machen wir gleich noch und dann wird hardcore gechillt. Also wir hatten gerade eine kleine Pause und haben uns Kaffee geholt. Ich habe einen Cappuccino mit Hafermilch. Die mich lange schon kennen, wissen, dass das mein Lieblingsgetränk ist. Und Tobias hatte einen Kaffeecrema. Und Leute, dieser Kaffee ist ekelhaft. Also der stinkt. Er riecht. Es ist nicht so, dass er schlecht riecht. Er stinkt, oder? Stimmst du zu? Ja. Das ist so traurig. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Barista da unterschiedliche Bohnen benutzt oder so. Aber es ist sehr traurig, wenn der Kaffee bei Starbucks nicht schmeckt. Normalerweise haben sie immer den gleichen Kaffee in allen Ländern, der immer gleich schmeckt. Also man kann sich meistens auf die Qualität verlassen. Hier aber nicht. Ich habe entschieden, dass wir über meine Marathonerfahrung erst dann sprechen, wenn wir im Hotel angekommen sind. Ich glaube, das ist ein bisschen entspannter. Und jetzt habe ich noch eine kleine Quizfrage an euch. Dieser Trip ist eigentlich ein Geburtstagsgeschenk für meinen Mann. Und die Frage ist, welche Vorsilbe fehlt? Also welche Vorsilbe hat das Verb? Wir lösen heute das Geburtstagsgeschenk meines Mannes auf, an oder ein. Na, was ist die richtige Antwort?
Die richtige Antwort ist, wir lösen das Geschenk ein. Einlösen. Das Verb auflösen gibt es auch. Das bedeutet zum Beispiel ein Geheimnis auflösen. Wenn du ein Geheimnis hast und dann dieses Geheimnis jemandem erzählst oder allen erzählst, dann löst du das Geheimnis auf. Die Geschenke löst man ein. Das war's. Wir müssen noch 2 Stunden fahren. Ich arbeite gleich ein bisschen oder vielleicht machen wir weiter die ChatGPT-Quizze. Ich habe vorhin ein Quiz von ChatGPT erstellen lassen zum Allgemeinwissen und so haben wir unsere Zeit vertrieben und das Allgemeinwissen getestet. Das Quiz war aber sehr leicht, oder? Ja, Sehr sehr leicht. Wir haben wirklich, Wo steht der Eiffelturm? genau, wo steht der Eiffelturm oder was war dann noch die Frage? In welcher Sprache bedeutet Merci Danke? So, okay, das ist schon sehr easy. Eine Frage haben wir falsch beantwortet, oder? Die Mona Lisa. Die Mona Lisa-Frage haben wir falsch beantwortet. Alles andere wussten wir. Also vielleicht sage ich gleich ChatGPT, dass er uns ein Quiz mit komplizierteren Fragen erstellen soll. Ich berichte später. Anyways, wir fangen jetzt weiter. Ich melde mich nachher. Tschüss. Okay Leute, wir sind angekommen. Ich habe mich jetzt hingesetzt. Das Zimmer ist wunderschön. Ich zeige euch gleich ein bisschen, wie das alles hier aussieht. Wir schließen das Thema Marathon jetzt ab. Ich habe insgesamt 5 Monate für meinen ersten Marathon trainiert. Ich bin ungefähr 600 Kilometer gelaufen und am Ende hatte ich das Gefühl, dass ich richtig gut vorbereitet bin. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wollte endlich, also am Ende der Woche, wollte ich endlich den Marathon laufen und endlich den Tag erleben. Und es lief wunderbar. Also alles war wirklich super. Das Wetter war sehr, sehr gut. Es hat nicht geregnet. Es war ein bisschen windig, was natürlich meine Geschwindigkeit beeinflusst hat. Aber im Großen und Ganzen hatte ich sehr viel Spaß. Und ich hatte am Ende immer noch Kräfte, weiterzulaufen. Und darüber möchte ich ein bisschen mehr sprechen. Das ist vielleicht mein Learning aus dem Marathon. Das ist wichtig, dass wir unsere Kräfte immer sehr gut aufteilen. Aber es ist auch wichtig, dass wir am Ende noch ein bisschen mehr pushen, ein bisschen mehr Gas geben. Also ich würde sagen, meine erste Marathonerfahrung war im Großen und Ganzen sehr positiv. Mein erstes Ziel war, ins Ziel zu kommen. Mein zweites Ziel war, den Marathon zu genießen und keine Verletzungen zu haben. Und mein drittes Ziel war, das in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Die Zeit habe ich nicht geschafft, aber es ist egal. Die ersten 2 Ziele habe ich geschafft und die Zeit werde ich dann beim nächsten Marathon schaffen oder zumindest versuchen zu schaffen. Und somit hört ihr schon heraus, dass ich mich zum nächsten Marathon angemeldet habe. Die Anmeldung zum zweiten Marathon war 2 Wochen, nachdem ich mich zum ersten Marathon angemeldet habe. Also die liegt schon einige Monate zurück. Damals habe ich gedacht, wenn ich die Erfahrung absolut nicht gut finde, dann muss ich den zweiten Marathon nicht laufen. Aber ich fand das eigentlich sehr, sehr cool. Die Stimmung war so toll in Frankfurt. Es gab Menschen auf der ganzen Strecke, überall haben Leute zugejubelt, haben uns unterstützt und das hat natürlich sehr geholfen. Und meinen nächsten Marathon laufe ich im Ausland. Ich erzähle euch noch nicht wo, das bleibt ein Geheimnis, aber in ein paar Wochen, vielleicht Monaten, werde ich dieses Geheimnis auflösen und dann sage ich euch Bescheid. Jetzt machen wir eine kleine Pause, also am Wochenende chillen wir hier in diesem wunderschönen Spa-Hotel und dann nächste Woche nehme ich mir noch frei, also noch eine Woche Pause
Und danach geht es wieder los. Danach trainiere ich für meinen zweiten Marathon. Also zusammenfassend kann ich auf jeden Fall sagen, dass dieses ganze Training mir gezeigt hat, wenn du fleißig bist und wenn du dran bleibst, dann passieren Dinge automatisch. Genauso beim Deutschlernen. Wenn du wirklich jeden Tag ein bisschen Deutsch lernst, dann wirst du es nicht merken. Du wirst automatisch besser. Dein Wortschatz wird besser, deine Sätze werden strukturierter, länger und es wird einfacher sein, auf Deutsch zu sprechen. Also bleib unbedingt dran, gib mir einen Daumen nach oben und wenn du Fragen hast, dann schreibe mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und wir sehen uns nächste Woche am Sonntag in meinem neuen Video. Wie du siehst, bleibe ich auf YouTube auch dran. Es gibt jede Woche ein neues Video. Vielleicht sehen wir uns sogar in meinen kostenlosen Webinaren hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du dich angemeldet hast, dann freue ich mich auf dich. Und wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann klicke auf den Link unter diesem Video, lade dir die Materialien herunter und wir sehen uns am 13. November in dem ersten Live-Webinar. Bis dann! Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!